So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Speak League Podcast. Ich habe dieses Mal einen ganz tollen Gast. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Ich bin Cyberkriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft, sogar noch stellvertretender Leiter dort. Das ist in Oranienburg bei der Hochschule der Polizei. Und ja, ich beschäftige mich viel mit Fragen rund um digitale Risiken im Netz, aber auch um Fragen, wie funktioniert digitale Polizeiarbeit? Was ist Kriminologie eigentlich im Internet? Kann man das anwenden? Wie funktionieren die Mechanismen? Ja, das bin Genau. ich. Ich bin aber übrigens auch in allen sozialen Medien zu finden, Instagram zum Beispiel, unter Cyberkriminologe. Folgt ihm da gerne mal, vielleicht findet ihr da noch ein paar coole Sachen. Ja, sehr Zunächst gut. mal, wichtig ist, wir müssen ja jetzt heute erstmal unterscheiden, was Kriminologie ist und Kriminalistik. Kriminologie ist ja die Sozialwissenschaft, das heißt, du beschäftigst dich wirklich mit den Ursachen von Kriminalität, warum eigentlich Kriminalität entsteht. Und dein Fachgebiet dort ist ja Cybergrooming. Das ist ja erstmal so ein recht neuer Begriff. Magst du ihn vielleicht kurz so ein bisschen erklären, was das so Ja, ich muss heißt? natürlich gleich ein bisschen einhaken, so, ne? Also die Das ist gut, Kriminologie ja. ist nicht als solches Sozialwissenschaften, sondern die Kriminologie ist eine Mischung aus Jura, aus Rechtswissenschaften und aus Sozialwissenschaften, ne? Weil man nämlich zum Beispiel ja, um Kriminalität zu diskutieren, muss man erstmal wissen, was Kriminalität ist. Und Logisch. Kriminalität wird typischerweise am Rand von Strafrecht zum Beispiel festgemacht. Deswegen glaube ich, braucht halt ein Kriminologe auch immer das rechtliche Wissen und er muss beides kombinieren. Und ich muss auch noch zu sagen, eins meiner Schwerpunktgebiete ist Cybergrooming, weil du wirst es vielleicht gleich in den Ausführungen auch sehen, man kann Cybergrooming nicht verstehen, wenn man nicht die anderen Mechanismen alle versteht. Und das Netz aus kriminologischer Sicht so unbearbeitet, dass man in alle Bereiche erstmal erklären muss und eingehen muss, um die Mechanismen zu verstehen. Und jetzt zu deiner Frage, was ist Cybergrooming eigentlich? Ja, da fängt es schon an, wenn man es jetzt wissenschaftlich rangeht, aber wir wollen es jetzt hier vielleicht mal ein bisschen vereinfacht darstellen. Heutzutage versteht man halt unter Cybergrooming, also Cyber-Internet ist klar, und Grooming steht eigentlich für Bartpflege, wenn ich das so sehe. Ja? Also Ja. tatsächlich Grooming, ne, sein Bart pflegen und so. Im Netz bedeutet es aber, dass Täter, Sexualtäter oder Täterinnen in irgendeiner Form auf ein Kind einwirken übers Netz. Muss bei uns ein Kind sein. In anderen Ländern kann es auch ein Jugendlicher als Opfer sein, aber bei uns ist Kind. Weil der Täter oder die Täterinnen denken, dass sie mit diesem Einwirken, mit diesem längerfristigen Reden mit dem Kind es dazu bringen, sexuelle Handlungen zu ermöglichen. Das kann das Übersenden von ja, kinderpornografischen Schriften sein, zum Beispiel Masturbationsvideos bei 13-Jährigen. Das kann aber auch bis zu einem Treffen mit Missbrauchshandlungen im physischen Raum ja, funktionieren. Und das ist Cybergrooming, diese Anbahnung. Nicht, dass es stattfindet, sondern die Anbahnung davor fällt, wie man an das Kind herankommt, welche Mechanismen der Täter nutzt. Und das ist natürlich gerade im Internet relativ schwierig, da wirklich Prävention zu betreiben und Schutz zu betreiben, also die Kinder und Jugendlichen dann zu schützen auch davor, weil eben heutzutage eigentlich jeder online ist. Also, Also man muss eins klar zu sagen, da bist du auch genau in der Cyberkriminologie schon drin. Wir haben ja eine besondere Situation im Netz. Das Netz ist ein globaler Interaktions- und Kommunikationsraum ja, ohne jede physische Grenze. Du wirst wahrscheinlich noch nie über irgendeine österreichische Grenze rübergefahren sein im Netz oder über eine Schweizer Grenze. Ne? richtig, richtig, genau. Genau, genau. Und auch in die USA bist du noch nie virtuell rübergefahren sein, sondern man nutzt höchstens so Sprachengrenzen. Ja, Täter betrachten häufig das Netz gar nicht mehr irgendwie nach irgendwelchen Grenzen und Sprachengrenzen, sondern sie vernetzen sich, interagieren, kommunizieren untereinander. Darknet, was selber ein großes Thema in richtig, diesen ja. Bereichen auch. Und man muss eins sagen, ich glaube auch, dass die Zukunft noch problematischer in dem Bereich wird. Warum? Schon heute haben wir Täter, die nicht mal mehr die Sprache ihrer Opfer beherrscht, weil sie automatisch Übersetzungsprogramme benutzen. Und die Zukunft wird sein, dass du was schreibst in deiner Sprache und im anderen Land das sofort in seiner Sprache ist, sodass alle Exakt. Sprachengrenzen fällen. Du hast also einen Raum mit Milliarden Menschen da drin. Und Kinder sind genau diesen Milliarden Menschen ausgesetzt, zum Beispiel in Spielen, in all diesen Bereichen. Und die Täter haben kaum noch Angst vor Strafverfolgung. Das sehen wir leider in vielen Statistiken, weil sie so aggressiv im Netz vorgehen können, und weil es so wenig Polizei und andere Mechanismen im Netz gibt, um die Kinder zu schützen, weil ich glaube, es kann nicht sein, dass der einzige Schutz von Kindern nur ist, zu sagen, du musst medienkompetent werden, sondern der Schutz von Kindern muss auch darin liegen, dass Betreiber verpflichtet sind, sie zu schützen, dass die Eltern verpflichtet sind, sie zu schützen, aber auch, dass die Sicherheitsbehörden, die Polizei zum Beispiel Sexualtäter im Netz effektiver bekämpft. Genau, richtig. Und das ist ja immer das größte Problem. Wie kann man als Betreiber
seine User im Endeffekt schützen vor etwas, was man eigentlich gar nicht greifen kann. Also ich meine, bösartige User können sich so anonym gestalten, dass man eigentlich keine Chance hat, sie zu finden. VPN, Tor-Browser Klar. und dann kannst du schon quasi das Ganze knicken, um Aber sie weißt zu du, was das verfolgen. Schlimme ist? Hm? Viele machen das nicht mal. Viele von den Tätern benutzen solche Mechanismen nicht mal, um irgendwie eine Strafverfolgung zu behindern. Weißt du, wir haben bei Cybergrooming in Deutschland eine Aufklärungsquote von 90%. Das bedeutet, von 100 Tätern können wir 90 im Prinzip so nachweisen, dass wir sagen, das sind die Täter. Das Problem dabei ist, dass kriminologisch gesehen eine so hohe Aufklärungsquote eigentlich kein gutes Zeichen ist. Weil wir haben ganz wenig Anzeigen nur in dem Deliktsbereich. Vielleicht hast du von der Studie gehört, die neulich veröffentlicht wurde, Plan International, Mädchenreport 2020. Ja. Da wurden weltweit und in Deutschland ja, junge Frauen von 15 bis 25 gefragt, was sie für Erfahrungen im Netz haben. Weltweit 59% haben gesagt, sie sind mit verbaler sexueller Gewalt oder Gewalt konfrontiert worden im Netz, 70% sogar in Deutschland. Wir haben aber nicht mal 2000 Anzeigen dazu, zu diesen Delikten ungefähr gehabt. Und da haben wir eine 90%ige Aufklärungsquote. Und jeder, der sich damit beschäftigt, wird dir sagen, die Täter gehen massiv aggressiv vor im Netz, wenn du dich zum Beispiel auf einschlägigen Plattformen als Kindern ausgibst. Also wir haben Kollegen, die haben Ja, keine Sekunden, sofort wurden sie angesprochen. Weißt richtig. du, und das ist ein Riesenthema. Und was würde ich dir damit sagen? Die Täter haben eine so geringe Angst, dass sie sofort Handynummer rausgeben, dass sie sofort auch sagen, wie sie heißen, wo sie herkommen, dass sie über Instagram nachrecherchierbar Also sind. die echte Telefonnummer tatsächlich auch hergeben. Ja, natürlich, die wollen ja per WhatsApp mit dem mutmaßlichen Kind kommunizieren. Aber das ist nicht irgendwie jetzt eine illegal beschaffte Und Telefonnummer, das sondern ist, tatsächlich es eine mag echte solche Handynummer. geben. Also Darknet-Bereich wäre nochmal was anderes, im richtig harten Bereich. Aber Ja, in diesen Täterbereichen, wie gesagt, man, 90% Aufklärungsquote. Die das kommt nicht ist von wirklich irgendwo viel. her. Ja, Und das ist kein gutes Zeichen, weil, weißt du, stell dir mal vor, 1000 Leute gehen bei Rot über die Ampel und davon werden 10 angesprochen und 9 werden dafür dann bestraft. Das juckt die anderen 999 gar ja, nicht. natürlich. Das heißt, wir Und haben so eigentlich eine extrem hohe Dunkelziffer von Fällen, die eigentlich gar nicht gemeldet werden. Du, man muss es klar sagen, ich glaube kaum, dass im Netz heute ein Kind aufwächst, was nicht in irgendeiner Form mit sowas konfrontiert wird. Ja? Ja, Es ist einfach die Masse, alle Studien deuten darauf hin. Das heißt nicht, dass ein Kind das unbedingt als Missbrauch empfinden muss, als viktimisierend. Ne? Weil, wie gesagt, du musst nochmal dran denken, die Strafbarkeit, wie wir sie kennen, bedeutet halt auch, dass es nicht mal sexualbezogen kommuniziert sein muss, sondern wirklich, ja, der Täter redet mit dem Kind, spielt mit dem Kind auch im Online-Game, führt Raids durch, macht ein paar Quests und sagt dann, Mensch, wir haben so gute Erfahrungen, lass uns mal per WhatsApp austauschen. Und der hat das nur gemacht, weil er denkt, er kommt so an das Kind ran. Und das Kind sagt, nein, ich mache das nicht. Meine Eltern haben mir gesagt, gib die Nummer nicht raus, was total richtig und sehr gut ist. Oder gib meinen ja, Discord-Namen nicht raus, wie auch immer. Ne? ja. Dann hat das Kind strafrechtlich gesehen das schon erlebt, aber es gar nicht als viktimisierend empfunden. Und das Mhm. ist etwas, was viele bei Cybergrooming nicht per se verstehen, dass die Strafbarkeit in diesem Anbahnungsprozess liegt, unabhängig davon, ob das Kind das mitbekommt. Ne? Und wie gesagt, Ja, ich kann es dir nur sagen, man kann das immer überall nachempfinden. Und vor 10 Jahren hast du dich als Kind ins Netz raus begeben und wurdest sofort sexuell belästigt. Heute kannst du dich genau dasselbe, teilweise auf denselben Plattformen. Und das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, das ist nicht weil schön, ja. es sind ja nur noch mehr Kinder im Netz. Ja, Also die richtig, natürlich. Quoten sind ja unendlich. 97% nach den aktuellen Studien der ab 12-Jährigen sind im Netz. So, das war vor 10 Jahren nicht so. Klar. Vor 10 Jahren war das noch deutlich niedriger. Aber Genau. wo ist dann die Grenze? Also quasi, wenn jetzt ein Erwachsener sagt, ich zock mit jemandem, vielleicht weiß er gar nicht, wie alt derjenige ist oder diejenige ist, zum Beispiel dann zu sagen, hey, lass mal WhatsApp austauschen. Woher weiß quasi, oder wo ist die strafrechtliche Grenze da? Also zunächst muss man sagen, es sind nicht nur Erwachsene. Leider muss man ganz klar feststellen, dass die Hälfte aller Tatverdächtigen, die wir feststellen müssen, ungefähr, also 42% ist die letzte Quote, die ich selbst nachgeprüft hatte, aber mittlerweile wird es um die 50%, sind Kinder und Jugendliche selbst. Okay. Und man muss ganz aufpassen, man darf halt, das Gesetz sagt nicht, es ist ein Erwachsener, der auf ein Kind einwirkt. Das Ja, Gesetz sagt, eine Person, die auf ein Kind einwirkt, beispielsweise ein 15-Jähriger, der auf eine, oder vielleicht ein Fall, der wirklich war, 17-Jähriger, der auf eine 9-Jährige eingewirkt hat übers Netz. Kann man natürlich fragen, wieso ist eine 9-Jährige im Netz? Ist halt so gewesen. Guck dich an den Grundschulen um. klar. Leider ist das Logisch. Ja. absolute Realität. Hat auf sie eingewirkt und sie um Nacktbilder erpresst. Der hat also Cybergrooming begangen. Ne? Ganz Klar. klassischer Mechanismus.
Und der war 17, der war kein Erwachsener. Der Mhm. war halt ein Jugendlicher. Die gibt es. Es gibt aber auch 15-Jährige mit 13-Jährigen, die vielleicht sogar zusammen sind. Und wenn die auf das Kind einwirken, ihre Freundin von mir aus oder ihren Freund, machen die sich auch strafbar. Das ist ein ganz Das heikles ist knifflig, ja. Konglomerat, genau, wo man eigentlich sagt, da kriminalisiert man Sachen, die vermutlich gar nicht kriminalisiert werden sollten. Also das sind auch nochmal ganz Mhm. heikle Phasen. Wie ist es aber strafrechtlich halt zu beurteilen? Deswegen sage ich dir das. Das ist ganz klar. Wer auf eine Person, also wer als eine Person auf ein Kind einwirkt, Kind ist bis 14 Jahre, Ja, mit dem Ziel, also er muss die Vorstellung haben, dass dadurch den sexuellen Missbrauch, die sexuelle Gewalt an dem Kind zu ermöglichen in irgendeiner Form. Das können Bilder, Videos sein, das kann aber auch ein Treffen sein mit physischem Missbrauch. ja, ja. Der macht sich ganz klar strafbar. Jetzt ist es so wie überall in Ist ja auch Juristerei, das sinnvoll. Einwirken ist schwieriger. Wann ist es Einwirken, wann ist es kein Einwirken? Ich bin der Meinung, sobald es mit sexueller Kommunikation auch noch erfolgt, also sprich, eigentlich läuft es immer so, hi, hi, wie alt bist du, so und so, ja, ich bin ein bisschen älter, ist das schlimm? Nee, Ja, da hast du schon mal das und das gemacht. Da fängt bei mir schon eigentlich das Einwirken an, wie ich das juristisch auslegen würde ja. für die Delikte. Aber du musst dir wirklich vorstellen, das Das ist ist halt, so. die geben sich halt nicht mal Mühe quasi. Genau. Genau, Ja, müssen wir wirklich sagen. Warum auch? Es gibt zwei primäre Tätertypen. Es gibt den sogenannten hypersexualisierten Täter, also wie ich sie benutze. Es gibt natürlich okay. andere Einstufungen, wie in der Wissenschaft immer, aber ich benutze zwei. Ja. Hypersexualisiert und Intimitätstäter. Der Hypersexualisierte ist der, den man gegenwärtig auch teilweise auch ernsthaft diskutiert, weil der gehört zusammen mit diesem Thema einfach so seine Dickpics versenden an irgendwelche Leute, Ja. sexuelle Belästigung, gerade gegen Frauen, schwere verbale Gewaltgeschichten gegen Frauen. Diese Täter gehen ganz aggressiv im Netz vor, die überlegen sich alles Mögliche, die wollen eigentlich fast immer Bilder und Videos von den Kindern, die wollen, dass die Kinder sich vor der Webcam teilweise schwerste Handlungen begehen. Also es gibt nichts, was man noch nicht gesehen hat in diesen Zusammenhängen. Bilder übersenden und alles Mögliche machen. Und denen geht es immer um Erpressungsmaterial. Sobald ein Kind zum Beispiel Mhm. in irgendeiner Form interagiert, dann hat er was zum Erpressen. Der sagt dann, ja, du hast doch geschrieben das und das, willst du, dass die anderen das lesen? Ich poste das. Ich schicke das Mhm. deinen Eltern. Aber wenn du mir noch ein Bild von dir sendest, dann mache ich gar nichts mehr. Verspreche ich dir. Send mir nur noch ein Bild von dir, wo du mehr zeigst und ich lösche das alles, was natürlich total gelogen ist. Es ist ein Absolut gelogen, logisch. Erpressungskreislauf. Es gibt Täter, die sagen dem Kind, ich habe dein Handy gehackt, ich habe deine Eltern gehackt, ich habe alles, wenn du jetzt nicht machst, machst du so. Oder es gibt Ja, Täter, die sagen, ich bringe deine Eltern um, ich ja. mache dich. Also Da es hatte ich gibt echt tatsächlich auch alles. schon Leute, die mich Ich angeschrieben haben. Ja, Genau, ich genau. gehe an deine Geschwister ran. Also es gibt da nichts, was nicht geht. Es geht immer, oder auch Taschengeld ist auch ein Klassiker. Ich biete dir Taschengeld, ich biete dir, keine Ahnung, eine Playstation. Also Das das ist ja ist dann auch quasi schon Mechanismus. eigentlich fast schon, ja, Nötigung auf jeden Fall. Nötigung ist ja, also es ist so oder so strafbar. Ja, Und das ist jetzt natürlich so, dass man jetzt vielleicht denkt, ist ja noch irgendwie schlimmer, aber im Ergebnis ist es letztendlich dasselbe. Ne? ja, ja, Es sind die Mechanismen, die da genutzt werden. Und übrigens klar. in der neuen Sexualstrafrechtsreform äh, ist interessanterweise das nicht, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, nicht als Verbrechen vorgesehen. Alles in dem Bereich wird zum Verbrechen, also Mindeststrafe 1 Jahr qualifiziert, das Mhm. Cybergrooming aber nicht. Das glaube ich bleibt so, wie es gegenwärtig ist. Aber das hatte gerade erst eine Strafrechtsverschärfung Ja, durch ja, die Einführung der sogenannten Versuchsstrafbarkeit ja. erlangt, die ich wiederum aber auch kritisch sehe teilweise. Aber das ist ein anderes Thema vielleicht. Okay. Und jetzt hast du gesagt, die Ermittler, also du im Endeffekt ja auch dann, Nein, nein, wo ich bin mit kein denen, also Ermittler. du bist kein Ermittler, aber du arbeitest ja Kriminologe ist mit kein denen Ermittler. du arbeitest ja dann mit denen zusammen wahrscheinlich. Ja, nicht per se. Ich liefere zum Okay. Beispiel, ich habe eine Publikation, meine Dissertation zu Cybergrooming veröffentlicht. Ich Ja. als Wissenschaftler zeige, was passiert, versuche das zu begründen, das zu erklären, wieso gehen Kinder darauf ein, warum Mhm. funktionieren Täter, warum haben die keine Angst vor Strafverfolgung, warum sind die so offen, ne? Ja, Und ja, da ist das so, dass dann auch auf meine Arbeit sich teilweise gestützt wird. Das ist ja, klar. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt neben Ermittlern sitze und sage, mach mal so, mach mal so. klar. Aber das ist doch eine enorme Belastung auch für die Ermittler. Also die brauchen ja Absolut. dann wahrscheinlich eine enorme Betreuung auch. Das kann keiner wirklich mehr als ein Äh, Jahr machen, oder? Du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe den tiefsten Respekt vor allen Kollegen und Kolleginnen, Also ich würde es nicht die machen das wollen. machen, die schwerste auch, also da reden wir zwar mehr über diesen reinen kinderpornografischen Bereich, das ist nochmal ein bisschen was anderes, Ja, viel im Darknet, nicht nur auch in sozialen Medien zu finden, aber viel im Darknet und die Leute, man kann nur einen Hut vorziehen, die sowas machen, weil wirklich, ja. ich könnte es auch nicht, weißt du, auch selber Familienvater. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich könnte es mir nicht so antun. Ne? Das, was ich Ja. jetzt so mache, ist meistens, dass man nur die Chats analysiert und liest. Mhm. Ne? Und schon das ist wirklich
übelste Sachen, wo Ekelhaft, du ja, denkst, natürlich. Alter, was ist mit euch so, ne? Aber die Bilder und Videos, also wirklich, ich bin auch der Meinung, die müssten auch höchste Gehälter kriegen, die müssten, keine Ahnung, voll unterstützt werden. Aber die kriegen tatsächlich, man muss sagen, man kann es nicht verallgemeinern sagen, weil ja jedes Bundesland anders agiert. Ja. Aber normalerweise haben die auch psychologische Betreuung und das ist freiwillig. Ich kenne einige, die sowas machen, wirklich meinen tiefsten Respekt hier auch Ja. nochmal vor der Kamera. Aber ist das nicht dann auch ein Problem jetzt gerade mit der Entwicklung von Deepfakes? Also ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Ja, Deep klar, Nudes ist ja auch ein Thema momentan, was so rumgeht. absolut. Das sind zwar keine echten Bilder in dem Sinne erstmal, aber sie sehen erstmal aus wie echte Bilder. Und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Photoshop sozusagen anlegt, dann hat man ja quasi schon eine Erpressungsmöglichkeit. Absolut. Wie kann man dagegen überhaupt vorgehen? Also Keine ich meine, Ahnung. die sind ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sage dir ganz ehrlich, Deepfakes sind ein Thema. Also es heißt ja immer, dass mittlerweile KI entwickelt wird, die da irgendwie das erkennen können soll. Ne? Ja. Ich bin jetzt gar kein Informatiker, das muss man auch klar sagen. Ich bin mehr Sozialwissenschaftler und Rechtler und ich kann das nicht hundertprozentig beurteilen. Ne? Mhm. Ich kann dir halt nur sagen, wenn man sich die Auswirkungen von Deepfakes auf Anhieb erstmal überlegt, bevor Gegenmechanismen entwickelt wurden, dann Ja. ist das ein Riesenthema. Wir hatten ja schon im sogenannten Sextortion-Bereich, also sprich, dass du zum Beispiel von einer jungen, hübschen Dame über soziale Medien oder Typen, wer auch immer, ne, man vor die Kamera gebracht wird, masturbieren soll, man wird dabei gefilmt, weil die andere dann auch masturbiert, ne, und damit erpresst wird. Da gibt es auch schon Fälle, wo das dann zum Beispiel in kinderpornografische Medien reingeschnitten wurde mit den Mechanismen, damit es dann heißt, du hast sogar zum Kinderporno das gemacht. Ne. Schon da haben wir Ansätze. Ne. Aber Mhm. das ist heutzutage, und ich meine, die meisten haben vielleicht mal Reface-App auch mal ausprobiert, sich mal angeschaut, was, also vor ein paar Es Jahren war ist das ja halt, auch mit den ja, Apps wirklich erkennbar. ja, Jetzt beginnt es ja, dass die Apps bereits Deepfakes zeigen, die wirklich, also wo du wirklich zweimal hingucken musst und überlegen musst, ob das passt. Und wenn man genau. sich jetzt gerade bei Reface-App überlegt, wenn da jetzt auch noch Sukipo zum Beispiel drin wäre, dann kann man ganz locker das Gesicht von jemandem draufhauen. So, ne? Super. Und das kann dich auch sozial und gesellschaftlich ja, fertig machen. Und ich habe, mich siehst du bei Deepfakes genauso ohne jede Lösungsansatz. Das einzige, selbst Medienkompetenz, also das Einzige, was man sagen kann, ist halt wieder, dass Ich man halt es nicht. einordnen muss irgendwie. Was weiß Ja, ich, man sagt, vielleicht wäre es komisch, wenn hier ein Obama das und das macht oder der neue Präsident. logisch, Aber ja. Jan weiß ich so, ne? Also das wird unser ganzes Verständnis, glaube ich, im Netz machen. Und ich war mal vor ein paar Jahren auf einer Tagung für Cybersecurity. Da hatte ein geschätzter Kollege, wenn er es hört, schöne Grüße, der hat ein Video gemacht, wie unsere Bundeskanzlerin irgendwie ihren Rücktritt wegen der Krise angekündigt hat. Und das war täuschend echt. Also Ja, es war wirklich, natürlich. die Sprache, das war täuschend echt. Also Deepfakes, ich habe keine Lösung. Schön wäre Und es, wenn einer hat, gerne die ja, Vorschläge immer also ich melden. will gerade noch kurz die KI-Perspektive dahinter vielleicht kurz erklären. Ja, Gerade wenn man ein Deepfake, also quasi ein neuronales Netz hat, das Bilder generiert, dann hat man eigentlich zwei neuronale Netze, nämlich ein neuronales Netz, was das Bild dann generiert am Ende und ein anderes, was versucht, dieses neue Bild von anderen echten Bildern zu unterscheiden. Und das Ziel von ja, diesem ganzen neuronalen Netz ist quasi, dass das Netz, was unterscheidet, ob das Bild echt ist oder nicht, dass das keine Chance mehr hat, dass das wirklich ja. raten muss. Das heißt, ein neuronales Netz, was Deepfakes erkennt, ist erstmal sozusagen genau das, was mit Deepfakes quasi verhindern wollen. Also das ist halt auch schon sehr, sehr schwer, überhaupt was zu finden. Siehst du, da kennst du dich besser aus als ich in dem Bereich, aber es hört sich ja auch nicht anders an. Es Oder es ist ist, kein gutes Zeichen so. nein, wirklich nicht, wirklich nicht. Also mit KI irgendwie zu erkennen, was da jetzt bösartig ist und was nicht, das ist halt super, super schwer. Ähm, Ich muss auch sagen, ich bin ja mehr dann im Anwender- oder Beurteilungsbereich und KI wird zum Beispiel ja auch bei Kipo oder so immer als ein Thema gebracht. Ne? Im ja, Ergebnis ist aber bisher, was ich immer mitbekomme, du musst am Ende immer trotzdem noch selber rüber gucken. ja, Und das ist halt auch zum Beispiel auch in dem Bereich immer ein Thema. KI ist halt anscheinend, aber kann auch sein, wenn man mich korrigiert, so, aber noch nicht so, dass man sich halt so drauf verlassen kann, dass man zum Beispiel auch Kinderleben anvertrauen kann. ja. Und gerade die Folgen sind halt auch enorm. Also ich meine, selbst wenn es kein echtes Bild ist, dann wird man trotzdem von Freunden ausgegrenzt, wird von der Familie vielleicht Absolut. ausgegrenzt und verstoßen. Je nachdem, was es für eine Kultur Absolut. ist, wird man da tatsächlich verfolgt und hingerichtet eventuell sogar. Das ist übrigens auch ein großes Problem in dem Zusammenhang bei Kindern und Jugendlichen als Tatverdächtigen, weil ein massiver Teil des Zuwachses an kinderpornografischen Schriften in den Strafgesetz, also in der PKS, Ja, ist auf Kinder und Jugendlichen zurückzuführen. Und die tauschen nämlich, wie vorhin gesagt, zum Beispiel 14- und 13-Jähriger sind zusammen und tauschen solche Bilder aus. Und das kommt irgendwie raus, dann sind die, also
sind die erstmal strafbar. Und dann Mhm. kommt die Polizei, Ermittlungsmaßnahmen und das soll übrigens jetzt auch noch zum Verbrechen erklärt werden. Das halte ich für ganz schwierig, weil du, wie gesagt, auch wirklich Gleichaltrige, nicht nur den klassischen Täter, den man vor Augen hat, sondern auch Gleichaltrige dort mit erfasst. Und das wird ganz schwieriges Feld. Gerade in Okay. den sozialen Medien zum Beispiel muss man noch eins zu wissen bei Kripo. Der Gesetzgeber hat ja bei uns mittlerweile auch wegen dieser sogenannten Idati-Affäre klar sogenannte Posing-Bilder unter Strafe gestellt. Mhm. Posing-Bilder sind also Bilder in unnatürlich körperlicher Erhaltung von Kindern, teils bekleidet, unbekleidet. Also sprich, ein Kind macht zum Beispiel ein Gymnastikvideo und ist dann halt ihre Arme oder was weiß ich, Beine breit und macht da komische Posen. Dann war das früher nicht klar, als Kinderpornografie einzustufen. Mhm. Heute ist es der Fall. Auch Bikini-Bild zum Beispiel, weißt du, Beine breit oder irgendwie sowas in die Richtung. Das Okay. ist heute klar kinderpornografische Medium und ist entsprechend auch die Besitzstrafbarkeit. Jetzt ist das so, dass zum Beispiel auf Instagram viele darauf aufmerksam machen, dass es Accounts gibt, die sowas posten. Teilweise auch aus dem Ausland. Jetzt ist es aber so, in dem Ausland, die das posten, da ist das vielleicht gar nicht strafbar, weil es bei uns Hm. vor ein paar Jahren diese Form auch noch nicht bestraft wurde oder nicht erfasst Aha. wurde. Worauf will ich hinaus? Wir geben den Kindern teilweise ab der ersten Klasse ein Smartphone in die Hand. Mit dem Smartphone haben sie Zugriff auf einen globalen Raum. Und was machen wir nicht? Wir vermitteln noch immer nicht in Deutschland verpflichtend ab der ersten Klasse Medienkompetenz oder strafrechtliche Würdigung. Woher Ja, soll denn ein Kind überhaupt wissen, was strafbar ist? Die Eltern wissen es meistens nicht und es bringt ihm auch richtig. keiner bei. Und wir sitzen dann da und sagen, es kann nicht sein, überall Kinder und Jugendliche als tatverdächtig über digitale Delikten. Ja, aber es klärt die auch keiner auf. Ja, natürlich. Wenn, genau, und das sind so Fälle, wo ich mir sage, da versagen wir auch mit unserer Verantwortung. Und dann verschärft man das teilweise jetzt noch mit den Rechtsrahmen. Ja, Ich sage es immer wieder, auch in meinen Publikationen, das ganze System ist nicht mehr darauf vorbereitet. So, und weil mhm. es nicht darauf vorbereitet ist, also das Rechtssystem, das ist auf diesen globalen Raum, die globalen Herausforderungen nicht Das vorbereitet, die reicht einfach nicht. Polizeiarbeit auch Ja. nicht. Und das halte ich für einen großen Fehler. Und das sind ja Mhm. bloß ein paar kleine ja, Spitzen von Eisbergen, die wir jetzt hier diskutieren. Tatsächlich, ja. Und jetzt mal aus einer anderen Perspektive gesehen, weil bei mir ja auch viele Entwickler zusehen, was kann man als Betreiber von einer Webseite dagegen machen? Also gibt es da überhaupt was, was vernünftig hilft? Also Webseite, keine Ahnung, soziale Medienbetreiber. Ja, zum Da Beispiel. könnten wir uns schon eher drüber unterhalten. Oder auch Online-Games. Ne? Für mich Ja, auch eine Form sozialer Medien, ist es muss ja. man klar sagen. Ja? Das muss man vielleicht auch mal sagen, das wird ja immer missachtet. Also wenn man auch Studien sieht, soziale Medien, wird alles rauf und runter. Aber Online-Spiele, die eigentlich mit die erfolgreichsten Formen sozialer Medien sind, wenn du mal ehrlich bist, Die alle einen spielen Ingame-Chat haben. Genau, spielen alle keine Rolle. Und wer und wo gehen die Kinder als erstes rein? Sind die Spiele. Ja, Ja, nach richtig. allen Studien, das allererste Ebene, wo sie mit dieser Interaktion und mit auch fremden Typen und so zusammentreffen, sind die Spiele. Aber gut, was will ich dir sagen? Im Prinzip haben wir doch folgendes Thema. Ich habe schon mal, oder man sieht immer wieder, dass Betreiber folgende Argumentationskette fahren, wenn zum Beispiel in ihren Spielen oder Programmen ein Kind sexuell missbraucht wird. Da Ja, heißt es, naja, also Schuld der Eltern, die müssen darauf achten, was die Kinder machen. Unsere AGBs, die sagen, hier darf sich kein Kind anmelden. Und deswegen hätte gar kein Kind hier drinnen sein müssen. und So. das ist auch der Grund, warum Discord offiziell ab 16 Jahren erst ist, ne? Genau, ja, kannst du auch bei vielen anderen sehen. Bei Mhm. den meisten Programmen siehst du auch ab 13. Selbst bei zum Beispiel Supercell, die benutzen auch immer für ihre Spiele 13, Ja, obwohl es das gar nicht bei uns gibt. Also das kommt ja aus diesem ganzen amerikanischen Raum. Ne? ja, Ja, genau. Es dient eigentlich nur dieser Umgehung dieser Argumentationsketten. Aber im Kern wissen wir beide, wenn ich hier irgendwo einen Laden öffne und sage, nur ab 13 oder ab 16, aber ich stelle niemand hin, der das prüft und ich ja, prüfe das auch nie, dann hat das keinen Sinn. Ne? Also das kann richtig, man auch richtig. chronologisch gut erklären. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt folgendes Problem. Entweder sage ich als Betreiber, ich sorge dafür, dass keine Kinder bei mir reinkommen. Dann muss ich das aber auch ernst meinen. Ja? Heißt Ja, aber natürlich, dass ich trotzdem noch die Gewalt und Übergriffe zwischen den gleichaltrigen Erwachsenen und so habe, aber ein anderes Thema. Ne? ja, Thema Kinder. Da müsste ich das machen. Und da muss ich natürlich sagen, ja, es gibt ja Mechanismen. Weißt du, wenn du einen Bankaccount anschaffen willst, kann auch kein Kind das online einfach so machen. So, ne? richtig, ja, genau. Da geht das auf einmal. Bei Betreibern, die ja wirklich auch teilweise viel Geld einnehmen, so, ne? Da ist das dann immer hier so, naja, ist ein Problem. Oder ich sage, ich lasse die Kinder einfach zu, kein Problem für mich. Dann müsstest du als Betreiber aber Schutzmaßnahmen machen, die die Kinder schützen. Wie geht sowas zum Beispiel? Bei Spielen habe ich das mal versucht so zu erklären. Man könnte zum Beispiel die Altersfreigaben dafür durchaus nutzen. Man kann nämlich sagen, ein Spiel kriegt mit Kommunikationsmöglichkeit von vornherein erstmal eine Altersfreigabe ab 18. Und wenn der Betreiber das möchte, dann muss er Ja, auch prüfen, wer reingeht.
Wenn du aber sagst, nee, das ist doch Müll und so, ne, auch hier 16, 12, will ich auch alle mit drin haben, dann könnte man einen ja, Forderungskatalog aufstellen, wo man sagt, was weiß ich, wenn du ab 16 willst, musst du halt Community Manager drin haben, die geschult sind. Nicht nur, die du irgendwie als Gamer Okay. einsetzt, sondern geschulte Leute, vielleicht sogar staatlich zertifizierte Leute, die irgendwie Wissen haben um Straftaten und so. Ne? Und nicht Mhm. einfach nur von dir irgendjemand. Was ja häufig auch noch so ein Thema ist. Ja. Deswegen, auch wenn ich hier moderierter Chat lese und ich dann immer frage, wer sind die Moderatoren? Was berechtigt denn einem Moderator hier einen Chat zu? Also, Ja. du siehst es selber, ne? Genau. Und dann sage ich natürlich 12, noch höhere Schutzmaßnahmen. Und ab 0 würde vielleicht zum Beispiel bedeuten, dass es keine freie Kommunikation gibt, weil über die freie Kommunikation die Missbrauchsdelikte zum Beispiel laufen. Ja. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, ne? Aber ich bringe mal auch ein Beispiel. Auf dem Spielplatz kenne ich bei uns ein Schild, da steht, keine Kinder über 14. Im Netz gibt es solche Schilder nicht. Im Netz gibt es nur das Schild ab 0, ab 6. Und das heißt, ein 6-Jähriger, ein 7-Jähriger kann mit irgendeinem 45-jährigen Drugdriver aus Massachusetts interagieren. Auf jedem Ja, richtig. Spielplatz würdest du Ja. komisch gucken, wenn irgendein 35-Jähriger an ein Kind herantritt und sagt, komm, hier ist ja ab 7 oder ab 6, wir machen zusammen was. Ja. Ja. Das, glaube ich, ist ein Mechanismus. Da könnten Betreiber was machen. Ne? Müsste natürlich die Politik kommen und das vorschreiben. Es gibt gegenwärtig Ansätze, weil das Jugendschutzgesetz reformiert werden soll, wo das mit drin ist, mit diesen Altersfreigaben. Und ich finde, gerade die Altersfreigaben sind ein einfacher Mechanismus, wo eigentlich auch kaum einer was dagegen haben kann. Weil, wie gesagt, wenn du volljährig bist, ist ja kein Problem, wenn es ab 18 ist. Soll dich ja nicht stören, ne? Ja, richtig. Aber die Kinder, die drin sind, und ich meine, ich bin wirklich ja auch ein Gamer rauf und runter und zock echt viele Sachen. Und es ist ja so, dass du trotzdem auf Kinder triffst in den Programmen. Und früher macht man sich keinen Kopf, Ja, wenn man es heute leider. aus der Sichtweise sieht. Ne? Dann sagst du, Alter, es ist doch ein Problem, auch wie der teilweise toxische Spieleverhalten manchmal die Community ja manchmal drauf ist. Bei manchen gut, bei Ui. manchen nicht. Und da will ich halt sagen, dass man da halt mit rangehen könnte. Mhm. Und dass zum Beispiel deinen Eltern auch ein echter Hinweis ist. Nur heute ist es zum Beispiel so, dass ich klar Leuten davor warne, sich an die Altersfreigaben bei Online-Spielen zum Beispiel zu orientieren oder bei Apps. Weil dann hast du ein Spiel, das hat eine Altersfreigabe ab 0 Jahren oder ab 6 Jahren. Das sieht grafisch bunt aus, hat aber Kommunikation und Interaktion. Da findest du Extremismus, da findest du Sexualdelikte drüber, hat aber Altersfreigabe für Kinder. Und Eltern, die sich nicht auskennen und sich dann Würden an es den sofort Altersfreigaben installieren. orientieren, Ja. so, habe ich schon wirklich ernsthaft erlebt. Nach einem Vortrag kam eine Mutter und gesagt, Herr Rüdiger, das und das Programm hat mir meine Tochter gezeigt. Das hat eine Ja. Altersfreigabe auf 0 gehabt, habe ich zugelassen und mein Kind ist dann da drinnen nach Nacktbildern gefragt worden. Was soll ich zu sagen? Ja, Uff. klar, du musst es dir vorher anschauen. Ich bin jemand, der sagt, jede Eltern müssen vorher die Spiele spielen, sich das anschauen. Klar. Aber am Ende kann es auch nicht sein, dass du kommst und sagst, hier Altersfreigabe und dann spiegelt es dieses Risiko gar nicht wider. Ja, Und ja. das wäre ein einfacher Mechanismus, wo ich sage, okay, ja, Das Problem auf beiden Seiten ist aber trotzdem, also wenn wir jetzt mal bei dem ersten sind, die ja, Altersfreigabe. Also wirklich zu sagen, ey, Spielen ist erst ab 16 hier möglich. Wie macht man so eine Altersfreigabe? Wie kann keine man Ahnung. sowas klarstellen, ohne dass man dann gleichzeitig noch zu viele Daten sozusagen sammelt? Absolut. Keine Ahnung. Weil Privatsphäre ist dann natürlich auch immer ein Issue. Also ich möchte zum Ja, Beispiel jetzt nicht bei League of Legends oder sowas meinen echten Namen angeben. ja, ist schon Ja, klar. Ne? Ich muss ja auch sagen, ich habe da auch keine Lösung. Ne? Aber, weißt du, man sitzt bei solchen Themen, ich fordere ja sowas auch wie virtuelle Polizeistreifen im Netz. Ne? Und dann heißt es dann auch immer, ja, wie würdest du denn das umsetzen? So, und ich bin ganz alleine. Weißt du, ich habe jetzt hier dieser Gedanke und versuche die Folge richtig herbeizuleiten ja, und ich ja. stelle sie dann zur Diskussion. Und ich Mhm. habe keine Lösung. Ne? Ich kann dir nicht sagen, wie man das genau Ja, umsetzt. ja. Das müssen dann andere machen, vielleicht aus der Spielewirtschaft, Betreiber, Programmierer und die Mhm. werden vielleicht auch einen besseren Kompromiss finden, als was ich sage. Mir geht es ja mehr um diese Überlegung und den Anstoß, ist das sinnvoll oder man sagt, nee, ist absolut unsinnig, aber auch wirklich das mit auseinandersetzen und nicht nur, weil monetäre Interessen eine Rolle spielen und man dann Ja, sagt, richtig. ja, nee, hier, ey, kein Jugendschutz, das läuft doch gut, wir haben einen Jugendschutzbeauftragten bei uns und damit ist das alles geregelt. So, ne? Ja, und Ja, dann suchen wir zum Beispiel in den Foren nach Community Managern, die aus unseren Spielen dann ja. sich rekrutieren. So, nee, Das so kann es berühmte, nicht bist sein. du schon 18 Jahre alt, natürlich, Ja, genau, klar. da muss Das man reicht mal dann auch halt nicht, vielleicht, ja. da muss man auch mal ein Beispiel zu bringen. Weißt du, ich habe mal Ordnungsdienst gemacht als junger Kerl in Fußballstadien. Ja, Und da musstest du damals schon über die Gewerbeordnung nachweisen, dass du so gewisse Ausbildungselemente durchlaufen hast mit Recht, Hausrecht, wie okay. funktioniert sowas, ne? Ja, jeder Community Manager in Programmen, die viel mehr Leute beinhalten und viel mehr Geld umsetzen als alle Fußballstadien zusammen, da gibt es nichts.
Das Ja, ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich habe nämlich, oder ich kenne Fälle, wo zum Beispiel Game oder Community Manager oder Game Master dann Täter waren, die auf Kinder eingewirkt haben. Ja, warum auch das nicht? ist halt, ja, das ist dann halt besonders kritisch. Im Ja, Endeffekt weil, sind das ja dann quasi Schutzbeauftragte. Schon ganz fast. genau, ne? Was außerdem, man muss es ehrlich sagen, was berechtigt denn einen normalen Gamer, der hier irgendwas von Datenschutz mal gehört hat, dazu, ein Kind, was sexuelle Belästigung erlebt hat, jetzt als Ansprechpartner zu dienen? Der hat Hm. dafür ja nicht mal vielleicht eine Ausbildung. Ja, So, und überhaupt ich nicht. finde schon, Hm. dass das zum Beispiel auch ein Punkt ist, zertifiziert die Community Manager bei größeren Plattformen. Also ich meine jetzt hier nicht bei den mit Bei tausend Sachen Startups. oder so. Hm. Genau, aber ich meine schon bei Plattformen, die auch massiv Geld umsetzen, guck dir die, wie gesagt, gerade im Spielebereich, nimm dir mal Fortnite oder Epic oder so, das kann ja kein, ja, das kann mir doch keiner erzählen, dass die jetzt ein Problem damit hätten oder finanziell, wenn du sagst, hier, ich möchte jetzt, dass ihr so und so viele Moderatoren pro Gamer habt und dass die zum Beispiel staatlich zertifiziert sind, indem sie wissen, wie man mit Kindern umgeht bei Missbrauchsdelikten, wie Ja, man Strafrecht erkennt. Aber übrigens auf Facebook, Twitter und so müsste eigentlich genau ähnlich sein. ist Und das sind, wahrscheinlich, ja. ja, Wenn ich, man zum Beispiel aber dann auch schon hört, dass auf Facebook, nee, auf Instagram war das, ja, habe ich irgendwie mal einen Artikel gelesen, dass da tatsächlich Kinder verkauft wurden. Also wirklich an andere Eltern verkauft wurden. ja, das habe ich nicht gelesen, aber Das du musst ist, dir ja vorstellen, es ist ja, ja ein globale, es ist ja global. logisch, Das ja, heißt, Milliarden Menschen vermutlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Instagram hat auch schon die Milliarde geknackt, so wie wahrscheinlich, Facebook ja. auch, ne, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Steam auch. Also zumindest, ne, und das bedeutet doch, dass man auch Menschen, 1 Milliarde, und da würde auch niemand dran zweifeln, dass es irgendwie solche Delikte gibt. Weißt du? Nee, Und im Netz brauchst du auch nicht dran zweifeln. Nur, dass die Schutzmechanismen noch nicht reagieren. Und tatsächlich glaube ich zum Beispiel auch, dass so ein globaler Raum, wo halt, wie gesagt, die Sprachengrenzen auch weg sind, eigentlich auch ein globales Strafrecht und eine globale Polizeiarbeit braucht. Und dass wir aber so weit davon weg sind, dass man halt gegenwärtig gerade bei Kindern immer nur sagt, Medienkompetenz ist der Schutz. Was ich ja, schade finde, weil man muss auch mal dran denken, weißt du, wenn du jetzt in ganz Deutschland alle Kinder Medienkompetenz hättest, was würde der Täter aus Deutschland machen und macht schon heute? Der missbraucht ein Kind in Österreich übers Netz, über die Webcam oder in der Schweiz ja. oder in Serbien. Und das gibt es tatsächlich. Ne? Also Medienkompetenz kann eigentlich nur wirklich sinnig sein, wenn es weltweit passiert. Passiert aber nicht. Das kann man halt relativ vergessen. Also ich meine, man kann Nutzerverhalten eigentlich nicht ändern, außer man schreibt es halt vor. Das ist meistens leider so. Und, aber ich stelle mir das halt sehr schwer vor, aus der Sicht von jetzt einem Betreiber, da wirklich die Maßnahmen umzusetzen und trotzdem noch finanziell irgendwie lukrativ zu sein, weil im Endeffekt müsste man global dann die Firmen dazu zwingen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel nur auf Deutschland Genau. zwingt, zum Beispiel, dann würde es wahrscheinlich relativ schnell heißen, ja gut, unser Firmensitz ist nicht in Deutschland oder in der EU, uns interessiert das Ganze nicht. Und da hast du auch dieses Thema, was ich gerade ansprechen wollte, mit Globalität. Ja, Ne? Wenn wir nicht mit dem globalen Recht irgendwie begegnen, ich kann da auch die Betreiber irgendwie verstehen, ich weiß gar nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt. natürlich. Teilweise müssen sie ja in Deutschland sogar noch das Recht der Bundesländer beachten. Und wenn Ja, das in allen föderativen Staaten so ist, da reden wir wahrscheinlich über Zehntausende von Rechtskodexen. und das kann man gar nicht machen. Aber eins muss man natürlich auch sagen, die sozialen Medienbetreiber, auch Games, größere Games, die ähneln Staaten im Netz viel mehr, als wir das tun. Warum? Die haben eine globale Bevölkerung, ne, Facebook, glaube ich, 3 Milliarden gegenwärtig. Die haben Okay, ein wow. globales Recht, nämlich ihre eigenen Community-Richtlinien, die sie ja versuchen, global als Maßstab zu nehmen und dann nur anpassen, so regional. Und sie haben mit ihren Community-Managern eigentlich eine Art Durchsetzungsaspekt. Ne? Wenn man Ja, also jetzt so Staatengebilde auch virtuell akzeptieren würde, sind die viel mehr ein digitaler virtueller Staat, als das Deutschland oder irgendein Bundesland sein würde. Und das okay, finde ich auch interessant. interessant. Genau, ja. Und deswegen stehen jetzt auch die Staaten, glaube ich, vor der Herausforderung, wie gehst du mit etwas um, was eigentlich viel besser auf diesen Raum geeignet ist als Ja, Struktur, als du selbst. Und deswegen glaube ich, dass viele auch diesen Kampf eigentlich auch aufgeben. Und anstatt, dass wir uns jetzt hinsetzen und wirklich ernsthaft halt mal darüber reden, was ist denn etwas, worauf wir uns als Gesellschaften weltweit als Konsens eines gemeinsamen, respektvollen und toleranten Umgangs miteinander, auch im Netz, einigen? Da sagt man mehr, ich mache jetzt hier national, hier und da, und dann wundert man sich, dass es nicht funktioniert. ja, natürlich. Und übrigens, jetzt wird es ein bisschen richtig utopisch.
Es würde sogar wahrscheinlich nicht global reichen, weil es gab jetzt auch den ersten Kriminalitätsfall auf der Weltraumstation. Was? Da hat nämlich ja eine Astronautin übers Netz, wohl angeblich laut Presseberichterstattung, aber ganz gute Quellen eigentlich, übers Netz auf den Bankaccount ihrer Ex-Freundin zugegriffen, was nach dem amerikanischen Recht, was wo der ISS, glaube ich, wohl unterliegt, eine Straftat ist. Und das stellt natürlich auch die Frage, wenn zum Beispiel Elon Musk es wirklich schafft, die Marskolonien und so zu gründen, dann wird er das mit seinen Satelliten ja auch per Internet verbinden. Heißt dann Okay. also, dass du aus dem Mars oder aus der Weltraumstation Kriminalität hast zum Beispiel auch von mir aus oder sexuelle Belästigung im globalen digitalen Netz. Also es wird, ich weiß gar nicht, wie man es Es nennen hört muss. halt Ne? nicht auf, ja. Das ist halt dann das Menschheitsgesetz sozusagen, Genau, was man da genau. braucht, ja. Und dann gibt es übrigens immer Leute, die sagen, sowas wird es nie geben. Ist vollkommen unrealistisch. Und da kann ich nur eins sagen, wenn du in irgendeinem Land der Welt bist und ein Stoppschild siehst, ist es ja auch überall gleich. Du wirst überall verstehen, was ein Stoppschild aussagt. Ja, Und selbst die Geschwindigkeit und selbst eine rote Ampel. Das heißt, wir haben es schon mal als Gesellschaften durchaus geschafft, eine gewisse Harmonisierung in solchen Geschichten herbeizuführen. Und ja. ich glaube, dass wir das selber auch im Netz brauchen. Aber es ist mir auch absolut bewusst, dass das kein Ding ist in den nächsten Jahren so. Ja. Das wird Aber dauern, ja. ich muss es trotzdem halt sagen, ich glaube, das ist der einzige Mechanismus, der am Ende geeignet ist, diese Aspekte eines Staates zu transformieren ins Netz. Ansonsten wird das Netz, glaube ich, tatsächlich eher von Betreibern strukturiert werden. Ja, und das ist aktuell eher der Fall. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade für die Rechtsprechung, für die Umsetzung dann aber auch und für die Entwickler vor allem. Also ihr als Zuschauer seid da definitiv gefragt. Klar, Lösungsansätze entwickeln. Ich wurde schon mal vor Jahren von einem Spielebetreiber, also hatte ich mal so eine Fortbildung gemacht, auch wegen Gaming, also Game Crime Ja, nenne ich das, Kriminalität in Spielen, also auch hier Game-Trojaner, Betrugshandlungen, Beleidigung, sexuelle Belästigung in Spielen, wie auch immer, ne? ja, Und da war auch ein Spieleprogrammierer auch bei und hat auch gesagt, ey, muss man sich ernsthaft mal einen Kopf machen, was man machen kann. Am Ende ist auch nicht viel rausgekommen, ne? War ja nur noch einer. Aber ja, ich glaube, dass es eine Verantwortung den Betreiber geben sollte. Übrigens glaube ich, dass auch die Keimzelle von so einem gemeinsamen Verständnis immer sexualisierte Gewalt gegen Kinder sein wird. Nicht hier so Beleidigungen und sowas, aber sexuelle Gewalt gegen Kinder, ich glaube, glaube da ich, hat da man sind ein wir uns alle generelles einig. Verständnis. Ja, Genau, ja, weil ich glaube, da ist auch die Harmonisierung am einfachsten machbar, ne? Weil ich glaube, alle, also keiner kann sich grob hinstellen und sagen, es ist okay, wenn hier ein achtjähriges Kind irgendwas passiert. So, hm. also das kann ich mir einfach nicht vorstellen oder ich möchte es mir nicht vorstellen, dass es so ist. Nee, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ne? Dann hoffen wir, dass es da vielleicht zu einem Konsens gehen wird. Ja, ich weiß nicht, bist du in den Kommentaren dann vielleicht noch aktiv? Guckst vielleicht mal rein. Ansonsten würde ich dich einfach anschreiben und Fragen, die vielleicht direkt an dich kommen, beantworten dann. Ja, gucken wir mal, ob ich es schaffe so. Aber ja, man kann mir immer auch, wenn einer Bock hat, was Interessantes zu schreiben, so, ja, auch immer selber auf Instagram oder so oder auf Twitter. Bin da eigentlich überall aktiv. Und Blende dann ich gucken wir nochmal mal. an. Und Ja, vielleicht, wenn es wirklich viele Fragen sein sollten, die auch konstruktiv sind, so, ne, vielleicht können wir dann nochmal eine QA-Session oder sowas machen und die das wäre Fragen auf jeden Fall cool, ja. beantworten. Und müssen wir erstmal gucken. Aber eins muss ich noch mal zu sagen, ne, bevor man dann, wie gesagt, jetzt gleich zu allem dann hier irgendwie so eine Meinung hat, notfalls auch nochmal die Publikationen dazu lesen. Das ist alles auch also publiziert mit eigenen Büchern und Ja, Fachartikeln, ja, weil das ist natürlich jetzt bloß so ein kurzer Abriss, mal hier rein, natürlich. mal da rein. Und da gibt es dann natürlich auch viele Kritikpunkte und so, aber die sind eigentlich auch schon immer mal gut aufgegriffen. Ja. Und mir ist immer wichtig, sage ich mal, ein Austausch, ein Gedankenaustausch, so ein Ideenaustausch, auch so ein bisschen Visionen in den Mhm. Zusammenhängen machen, weil ich glaube, weißt du, man muss es auch nochmal vielleicht sagen, ich glaube, das Netz wurde von Erwachsenen für Erwachsene kreiert und die Schutzinteressen von Kindern spielen eigentlich keine Rolle. Und ich bringe als ein Beispiel da vielleicht auch immer noch einen Punkt. Weißt du, auf der Straße gibt es einen Bürgersteig. Und wenn du einem Kind sagst, das wenig Wissen hat, lauf nur auf den Bürgersteig, ist das Risiko gering, dass es überfahren wird. Oder dass ihm dort drauf was passiert. Im Ja. Netz glaube ich, dass wir zum Beispiel im Bereich des Kinderschutzes so digitale Bürgersteige diskutieren müssten. Und In wir haben noch irgendeiner keine, Form. ja. Ja, wie man das umsetzt, auch wieder keine Ahnung so. Das ist wieder der Punkt. Ne? Ich weiß es auch nicht. Natürlich. Aber ich glaube, dass das so Ansätze sind, die man rangehen sollte oder wo man rangehen sollte. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja. Also, dass wir generell an einer Lösung schaffen, die vielleicht mehr Sicherheit und mehr Harmonie dann auch im Internet vielleicht promotet. Und ja, da muss man natürlich erstmal das Bewusstsein schaffen. Ich hoffe, das haben wir heute geschafft. Und dann vielleicht auch ein paar Visionen, die dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder über Twitter. Und ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Absolut, hat mir viel Spaß gemacht. Ey. Mir auch. Vielen Dank für den tollen Einblick. Jo, klar, hau rein.
Bis dann, ciao. Tschüss.